Herzlich willkommen zum heutigen Video. Ich will dir heute mal den TP-Link 4G LTE-Router vorstellen. Du kannst also ganz bequem dir eine SIM-Karte hernehmen. Du kannst normale SIM-Karte O2 oder Telekom oder wie sie alle heißen bei uns und kannst dort diese SIM-Karte reinmachen und kannst dieses Ding ganz normal bei dir zu Hause oder im Büro verwenden, je nachdem wie du willst. Und kannst alle Geräte anschließen an dieses Gerät, also zum Beispiel ein Fernseher, du kannst Telefone, Tablet, PC, Notebook, du kannst alles hier ranschließen. Die einzige Limitierung ist wirklich die Down- und Upload-Geschwindigkeit von deinem Mobilfunkanbieter. Ich packe das Teil jetzt mal aus und zeige dir mal alle Funktionen außen herum um dieses Gerät und im zweiten Teil des Videos auch die komplette Softwareoberfläche davon, dass du dir mal einen Überblick schaffen kannst und dass du auch weißt, wie du dieses Gerät richtig einrichtest. So, jetzt habe ich mal den Deckel aufgemacht. Als erstes gibt es hier einen kleinen Quickstart irgendwo dazu. Brauchen wir erstmal nicht. TP-Link liefert hier ein ganz normales Netzteil mit einem ganz normalen Stecker dazu. Jetzt ist es noch kein USB-C nach neuestem Standard, ist aber trotzdem ein neues Gerät und funktioniert hervorragend. Ich habe den schon mal am Start gehabt. Wirklich richtig gut. Ist allerdings noch nicht 5G-fähig, bringt aber im Download trotzdem ungefähr 150 Mbit, was in der Regel vollkommen ausreichend ist. Weiter hast du hier drin natürlich zwei Antennen. Auf der einen Seite natürlich, um das WLAN-Signal auszusenden und auf der anderen Seite natürlich, um die Verbindung zum nächsten Mobilfunkmast zu gewährleisten, um ordentlichen Empfang zu haben. Was haben wir denn noch so Schönes? Erklärung dazu. Oh, cool. Guck, kurzes Netzwerkkabel ist auch dabei, dass du zum Beispiel auch ein naheliegendes Gerät direkt anschließen kannst, wenn du das möchtest. Die Antennen dazu, ich lege die erstmal wieder hier rein. Und dann packen wir einfach mal den Router aus. Alles ordentlich verpackt. Unten dran natürlich die Entlüftung. Ist natürlich grafisch alles ein bisschen schön gemacht, das ist alles ein bisschen aufgearbeitet, dass das Teil nicht zu warm wird. Du hast sogar hier eine Halterung auf beiden Seiten, wo du dieses Teil dann auch zum Beispiel an einen Nagel oder an eine Schraube an der Wand befestigen kannst. Und dann gehen ja die Antennen nach oben weg und der Empfang kann durchaus dadurch besser sein. Hier, ganz wichtigste Sache, die wichtigste Sache ist die Nano-SIM-Karte. Ich weiß nicht, ob du das so gut siehst hier. Hier kommt die ganz normale Nano-SIM-Card rein. Also wenn du eine Triple-SIM-Card hast, also so ein Rahmen außenrum, ne, brichst du alles heraus, bis auf den kleinsten Teil. Und der kleinste Teil ist diese Karte. Achte auch hier oben in der Ecke darauf, wie die Karte abgezeichnet ist. Du hast jetzt hier das normale Viereck und hier oben in der Ecke hast du eine kleine Abschrägung. Und diese Abschrägung hast du auch auf deiner SIM-Card ganz normal drauf. Und dann steckst du die so rein, dass also die Kante oben links ist bei deiner SIM-Karte. Hier auch schön, du hast hier noch einen Reset-Switch. Du kannst also einfach reindrücken, so mit der Büroklammer zum Beispiel, klack, reindrücken, dann kannst du den Router jederzeit zurücksetzen. Hier die Möglichkeit, dort zum Beispiel das WLAN ein- und auszuschalten und WPS. Also wenn du zum Beispiel ein neues WLAN-Gerät verbinden möchtest als Beispiel, tippst du hier kurz die Taste an, dann blinkt das Gerät und schon kannst du auch das WPS auf dem Zweitgerät andrücken, zum Beispiel wenn du einen Repeater hast oder irgendwas, drückst du drauf und dann verbinden die sich automatisch, ohne dass du den WLAN-Schlüssel eingeben musst. Hier oben haben wir in der Ecke einfach den Stecker eben, ne, für den Strom. Also, ob wir das noch ein bisschen ranziehen können, die ganze Geschichte. Jawohl, so ein bisschen. Ne? Also du hast also alles, was ist. Hier ist auch so, ne, falls du den Router eben nicht als Mobilfunkrouter betreiben möchtest, hast du auf dem LAN-Port 4, also entweder LAN 4, also ein Ausgang an Endgeräte, oder den kannst du auch nutzen als WAN-Eingang. WAN-Eingang bedeutet ganz einfach, dass du das Internet von einem anderen Router bekommst, also einen Hauptrouter bei dir zu Hause stehen zum Beispiel oder im Büro. Von dort bekommst du Internet. Und dieses Internet kannst du hier in den LAN-Port 4 reinstecken und direkt im Router ändern. Ich zeige dir das gleich nochmal in der weiteren Beschreibung, wo du im Menü des Routers das nochmal ändern kannst. Hier oben drauf ist bloß ein bisschen Branding. Nur, da ist jetzt hier nochmal ein bisschen Kleber oben drauf.
Und dann hast du ein hervorragendes Gerät, wo du sehr, 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 sehr gut damit arbeiten kannst. Wie schon gesagt, es gibt teurere und bessere Geräte. TP-Link bietet auch das nächste Modell an. Das ist ja hier der AC 750, also mit das kleinste Gerät von TP-Link. Der nächstgrößere kostet dann so um die 170 Euro ungefähr und der nächstgrößere dann um die 300, glaube ich. Der ist dann aber allerdings auch mit 5G-Unterstützung, aber das brauchst du in der Regel eigentlich gar nicht, weil die Mobilfunkanbieter an der Regel sowieso keine höhere Geschwindigkeit als 150, 200 Mbit bringen und das macht LTE auch. Also ist eigentlich vollkommen Quatsch. Ich selber habe zum Beispiel diesen Tarif von O2 für 24,50 € im Monat. Ist eine Vollflat drauf an Daten, also eine volle Datenflat und sämtliche andere Fokus. Jetzt ziehen wir das gleich mal ab. Da siehst du natürlich meine Lampen, die sich oben drin spiegeln. Aber ich denke, wir haben schon relativ viel erklärt jetzt dazu. Ich schaue jetzt noch mal ganz kurz drüber. Ja, kompatibel und so weiter und so weiter. Die schreiben einige Dinge hier dazu. Aber ich würde mal sagen, die grundlegenden Sachen, wie das Gerät aussieht, wo was reinkommt, wie was ist, habe ich dir erstmal gezeigt. Und jetzt wollen wir fortfahren mit dem Punkt, wie funktioniert denn eigentlich die Softwareoberfläche? Was habe ich denn für Funktionen auf der Software? Wie richte ich das alles ein? Wie kann ich das alles richtig machen? Und in diesem Sinne, los geht's, ab zum Thema Software. So, hier nochmal ganz kurz die Anzeigen. Links die Power, rechts daneben hast du dieses Symbol mit der Erdkugel, das ist fürs Internet. Dann WLAN, danach kommt das lokale Netzwerk, weil ich ein Gerät angeschlossen habe mit Kabel. Und direkt daneben hast du den Pegel vom Mobilfunk. Das sind von der Sache 3 LEDs. Und hier haben wir momentan 2 Balken, also so mäßig bis mittleren Empfang. Aber jetzt geht es endlich zum Thema Software. So, also weiter mit der Software. Du gehst mit deinem Browser ganz normal rein, gibst hier oben auf der Leiste die Adresse 192.168.1.1 ein. Und dann landest du automatisch auf der Startseite von dem Archer. Hier unten steht in der Ecke, das ist die Version MR200. Wir haben aber hier den Archer 750. Erste Aufgabe ist natürlich, du kannst hier oben in die Ecke gehen, ganz rechts, und wählst erstmal die Sprache aus. Geh auf Deutsch und dann kannst du hier als erstes erstmal ein Passwort vergeben. Wir vergeben jetzt erstmal hier ein Passwort, sagen wir 1, 2, 3, sagt er, will er nicht, 4, 5, 6, will er auch nicht. Also machen wir, sagen wir noch ein Add dahinter. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6 und ein Add. Das ist natürlich jetzt nur exemplarisch. Ganze Geschichte, dann gehen wir hier auf Los geht's! Du siehst hier im unteren Bereich einen Barcode, den kannst du auch mit eingeben, wenn du möchtest. Also du kannst von der Sache mit deinem Telefon dir die App runterladen, entweder fürs iPhone oder fürs Android. Du kannst dich dann mit WLAN verbinden und über dieses WLAN kannst du hinten raus dann alle Router-Einstellungen konfigurieren und nutzen, allerdings auch nicht alle Funktionen. Es gibt nur bestimmte Grundfunktionen, die über diesen Weg zu steuern sind. Die spezifischen erweiterten Funktionen sind nur über den Browser zu installieren, wie in dem Falle hier. Man hat sich trotzdem Gedanken gemacht, hier oben, wir haben jetzt hier erstmal die Zeitzone und auch einen sehr guten Assistenten dazu, wo du sagen kannst, okay, wir haben die Zeitzone ausgewählt, wir gehen einfach mal weiter. Kommt zu dem Punkt der SIM-Karte. In dem Fall habe ich hier eine ganz normale O2-Karte und es wird auch automatisch, du musst gar nichts machen, es wird automatisch der Profilname eingegeben, der APN und die Zugangsdaten. Passwort dazu, weiter. Hier ist ganz normal die Konfiguration fürs WLAN, Kennung, WLAN-Schlüssel. Dieser WLAN-Schlüssel steht auch nochmal am Gerät dran, aber du kannst ihn hier auch nochmal konfigurieren, wenn du das möchtest. Also ist auch alles kein Problem. Weiter. Verbindungstest.
Jetzt hat es eine kleine Sekunde gedauert und die WLAN-Einstellungen wurden geändert, wenn sie geändert worden sind, aber wir haben sie ja gar nicht geändert, wir haben die Originalen belassen, aber dort vorne kannst du eben eingeben, was ich möchte. Hier habe ich in dem Fall die Auswahl, ich benutze eine Kabelverbindung. Kabelverbindung ist der einfachste Weg, um weiterzukommen. Du kannst aber auch WLAN auswählen, wenn du wirklich mit WLAN verbunden hast. Wir gehen mal weiter und jetzt wird erstmal automatisch ein Verbindungstest gemacht, der ungefähr 2 Minuten dauern kann, bis das soweit ist. Wow, megamäßig schnell, er ist fertig. Wir fassen zusammen, Smart Connect komplett und er hat auch automatisch die Karte erkannt. Wir gehen mal auf Weiter und schauen uns jetzt einmal die erweiterten Einstellungen vom Router an. Es gibt ja so viele verschiedene Einstellungen, die du machen kannst. Wir können auch hier nochmal Zugangsdaten machen, aber das machen wir nicht mit dem Cloud-Konto. Lokal ist es meistens optimal. Und da wird auch nichts abgezogen und auch nichts irgendwo in irgendwelche Quellen fließen, die da irgendwie nicht so richtig dorthin gehören. So, der Archer. Internet ist da, WLAN ist eingeschaltet. Du kannst die auch meshen, du kannst also verschiedene Geräte miteinander verbinden mit dem WLAN. Das hat ja damals AVM vor langer Zeit mal angefangen mit den Fritz-Phone und Fritz-Routern. Fritz-Phone, Fritz-Box natürlich. Hier stehen wie viele Teilnehmer. Einer ist mit Kabel verbunden, das bin ich. WLAN ist momentan keiner verbunden. Hier unten sagt uns auch, wie kommen wir denn eigentlich ins Internet rein? Hier haben wir den Punkt erstmal LTE. In dem Fall ist es ein Router, der nur rein LTE unterstützen tut und kein 5G. Der 5G-Router kostet von TP-Link fast 300 Euro. Trotzdem macht dieser Router eine Downloadgeschwindigkeit von maximal 150 Mbit und das reicht in der Regel vollkommen aus für dieses, ja sagen wir 60 Euro Gerät. Ne? Also mehr kostet der ja wirklich nicht. Hier ist es so konfiguriert, du hast hier die 10er Adresse, also wir reden jetzt vom externen, also vom Internet, was von außen kommt. Ne? Das ist der IP4-Bereich und das hier ist der IPv6-Bereich. Es wird ja immer parallel betrieben mittlerweile und wenn der 4er-Bereich voll wäre, dann kannst du automatisch auf den IPv6-Bereich zurückgreifen. Aber das ist ein Ding, was hier in dem Falle dem Provider zugrunde liegt und nicht dir, weil wir hier im externen Bereich sind. Er bringt jetzt noch mal die kurze Information dazu. Die Signalstärke ist ja bei 75%. Der Anbieter ist O2. LTE ist da. Wir haben bis jetzt ungefähr 154 Mbit verbraucht. Und er zeigt sogar die durchschnittliche Downloadgeschwindigkeit an. Also macht ungefähr einen Download um die 30 Mbit, 34 Mbit und Upload von 3 Mbit. Das ist einfach typisch O2-Netz. Und ich bin hier auch mitten im Raum. Das ist also daher auch nicht gerade der einfachste Weg, dass das sinnvoll funktioniert. Hier nochmal ist es nochmal verbunden und alles nochmal erklärt. Musst du nichts machen, wird alles automatisch ausgelesen. Du könntest hier rein theoretischerweise auch nochmal auf 3G gehen. Ist natürlich Blödsinn, das 3G-Netz wurde ja schon vor geraumer Zeit abgeschalten. WLAN-Konfiguration ist nur ganz einfach. Jetzt sind jetzt nur die normalen Basiskonfigurationen. Wir gehen gleich nochmal auf die erweiterten. Na, so können wir jetzt zum Beispiel auch andere Mesh-Geräte untereinander verbinden. Die erkennen dann automatisch, wo der Bedarf da ist. Das ist hier auch nochmal wunderbar erklärt. Gemeinsames Netzwerk und Mesh-Netzwerk. Das Mesh geht immer automatisch hinterher. Du hast jetzt hier in der Ecke den normalen Hauptrouter. Hier hast du das Mesh-Gerät. Also Mesh bedeutet ganz einfach, ist so eine Art wie Repeater, der aber das sogenannte Makeln unterstützt. Also er makelt hin und her erst einmal und er fängt automatisch auch das dementsprechende Netz wieder auf. Also mal weiter zum Gastnetz. Du kannst dir auch ein Gastnetz aktivieren, wenn du das möchtest. Ganz wichtig ist auf jeden Fall erst einmal, dass das Gastnetz adressmäßig vollkommen anders ist. Du hast hier oben die 192.168.1.1, die Verwaltung. Und auf der Basis hast du natürlich auch das interne Netzwerk. Das Gastnetzwerk hat eine andere Adresse. Mit dem großen Vorteil, Leute oder Gäste oder Nutzer deines Gastnetzes können nicht unter gar keinen Umständen auf dein lokales Netzwerk zugreifen.
Geht nicht, ist vollkommen unmöglich. Und du kannst dir auch auswählen, möchtest du das Gastnetz im 5 GHz Netzbereich freigeben oder nur um 2,4. Das 2,4 ist immer optimaler, das reicht für den normalen Gebrauch vollkommen aus, hinten raus. Und da ist es meistens sinnvoll, das auszuwählen. Ne? Gästen Zugriff auf mein lokales Netzwerk erlauben, kannst du auch auswählen, wenn du das möchtest. Und Gäste dürfen einander sehen, ist in der Regel auch nicht gerade sinnvoll, die ganze Sache, weil das einfach Probleme verursacht. Hier nicht irritieren lassen. Guck, wenn du hier draufdrücken tust, wird dann blau oder schwarz. Ne? So, zack, zack. Und da ist es ein kleines bisschen anders gemacht. Hier mal nicht irritieren lassen, wenn das Ding blau markiert ist, dann ist das Gastnetz aktiv und wenn es schwarz ist, ist es dementsprechend ausgeschaltet. Sieht man auch hier oben, wenn du jetzt drüber gehst, im blauen Bereich ist auch das Häkchen drin und das funktioniert auch hier. Ist es so gemacht, dass das Häkchen erst kommt, wenn wirklich das Gastnetz auch aktiv ist. Unten hast du die Möglichkeit der Sicherheit und wenn du gar nicht weiterkommst, hast du immer hier oben in der Ecke ein Fragezeichen. In jedem Menü drückst du drauf und dann wird das alles haarklein nochmal erklärt, was dort eigentlich Sache ist. Kindersicherung, wunderbar, da kannst du genau sagen, okay, schalte ich ein, die Kindersicherung, und dann kannst du eben sagen, Blacklist, Whitelist, du kannst Schlüsselwörter hinzufügen, du kannst also zum Beispiel jetzt auch sagen, okay, das möchte ich nicht, dass es gefunden wird. Und du kannst hier auch zum Beispiel einen Gerätenamen hinzufügen und auch eine Adresse dazu von dem PC oder dem Gerät, was dein Kind nutzen tut. Extrem coole Geschichte, brauchst du in dem Falle nicht, aber vielleicht der ein oder andere brauchst. Ist natürlich nicht so schön gestaltet wie bei einer Fritzbox. Gut, Fritzbox kostet 300 Euro, TP-Link kostet 60 Euro. Hier kannst du dir noch ein TP-Link Cloud-Konto anlegen, wenn du das willst, und dich dementsprechend einloggen und deine Konfiguration dementsprechend auch online speichern. So, wir hüpfen jetzt mal rein in den erweiterten Bereich. Jetzt wird es nämlich schon eine ganze Ecke umfangreicher. Die Basiseinstellungen haben wir schon gemacht. Ich glaube, wir gehen jetzt alles gar nicht so tiefgründig durch. Der Status ist klar, WLAN, Internet und hier oben die Verbindungsart. Und er sagt natürlich auch hier, er passt wieder die Downloadgeschwindigkeit an. Die Betriebsart ist in dem Falle ein 3G, also ein 4G Router-Modus und kein drahtloser Router. Wenn ich jetzt drahtloser Router wählen würde als Beispiel, jetzt mal, müsste ich über das sogenannte WAN-Netz rangehen. Ne? Also das WAN-Netz hatte ich vorhin schon am Anfang mal erklärt. Das wäre ein Eingang, wo der Router per Kabel Internet bekommt und dann über Funk diese ganze Geschichte ausstrahlt. In dem Fall ist es gar nicht der Fall. Wir wollen bei 4G bleiben und unser Internet über die SIM-Karte beziehen. Wir gehen mal weiter. Du hast auch hier die Möglichkeit, die PIN zu verwalten. Ganz, ganz wichtig. Normalerweise hat ja deine SIM-Karte eine PIN. Du kannst die jetzt zum Beispiel sperren, wenn du willst. Meine Karte habe ich schon entsperrt, da fragt es nichts an. Aber normalerweise, wenn du deine PIN noch nicht entsperrt hast auf deiner Karte, kann es durchaus sein, dass du keine Internetverbindung bekommst. Dann geh bitte auf Erweitert, geh auf Netz und auf PIN-Verwaltung. Und unter diesem Punkt PIN wird es so sein, PIN ist gesperrt und hier kannst du dir dementsprechend auch automatisch entsperren, wenn du das willst. Diese 2 Punkte nimmst du einfach raus und dann gehst du auf Speichern und damit ist die Karte automatisch immer entsperrt und du kannst jederzeit das auch ordentlich nutzen und keiner wird jemals nach einer PIN fragen. Ist blöd, du bist unterwegs, das Beispiel, und plötzlich fragt er eine PIN an und du kommst mit deinem Router nicht ins Internet rein. Das ist eine Katastrophe. Jetzt ist es hier ein lokales Gerät, aber das ist ein ganz entscheidender Punkt, wo du wirklich reinschauen solltest. Unter dem Punkt Dateneinstellung kannst du zum Beispiel jetzt ein Datenlimit einstellen. Zum Beispiel hast du zum Beispiel einen Tarif, der bis 40, 50 Gigabyte im Monat hat als Beispiel. Gibst hier ein, nicht, dass du dann irgendwo noch gedrosselt wirst und Probleme bekommst. Clientliste. Ja, hier kannst du zum Beispiel dem Router eine eigene IP-Adresse zuweisen, wenn du das möchtest. Und hier zeigt er auch meinen PC an, den ich hier dran habe. Den ist es, wenn du von außen, über TP-Link, über das Online-Konto, könnte ich dann sogar automatisch von außen nochmal das Internet mit einer festen Adresse beziehen.
Super Geschichte, hervorragende Geschichte. Mit dem großen Vorteil, du kannst im Hintergrund hinter diesen Router sogar noch einen eigenen Server stellen und du kannst diesen Server durch eine feste Adresse beziehen. Jetzt weiß ich auch, warum wir dieses Online-Konto brauchen, dieses Cloud-Konto von TP-Link, damit wir im Dünn-DNS-Bereich, dynamisches DNS, auch eine feste Adresse haben, um von außen aufs Gerät zugreifen zu können. Super, wirklich sehr, sehr gut. Gerade gut, wenn du zum Beispiel eine Kamera dran hast oder irgendwas, die du direkt ansteuern willst. Adressbereiche, 6er Tunnel brauchen wir nicht und das brauchen wir auch nicht. SMS ist klar, ne? Logisch, Nachrichten, WLAN. Können wir denn hier vielleicht sogar noch irgendwo, ja guck hier, Sendeleistung. Ich kann sogar die Sendeleistung einstellen, niedrig, mittel, hoch. Das ist echt cool. Jetzt tut das seine Konfiguration erstmal speichern. Ich habe das jetzt erstmal übernommen, die ganze Geschichte. Und damit hat man jetzt erstmal die Sendeleistung auf niedrig gestellt und können hier oben auch verschiedene Sachen auswählen. Super, perfekt. Wir gehen mal weiter. WPS ist klar, wenn du Geräte hast, die zum Beispiel nur eine Taste drauf haben, die du so nicht konfigurieren kannst. Du hast also am Gerät eine WPS-Taste dran, gehst hier drauf, könntest von der Sache hier starten und dann fängt er automatisch an zu suchen und währenddessen der hier auf Empfangsbasis eingestellt ist, so in dieser Zeit kannst du bei deinem WPS-Gerät, also bei deinem WLAN-Gerät, was nur eine WPS-Taste hat, kannst du das damit automatisch verbinden. Ja, WLAN-Zeitplan, coole Sache. Damit kannst du also sagen, dass du zum Beispiel nachts, keine Ahnung, von 22 bis 6 Uhr wird das WLAN ausgeschalten und damit ist das auch gut und schön. Hier ist ein Protokoll, wie viele WLAN-Teilnehmer online sind. Und ja, das sind aber alles so Ortungsintervalle und so ein Zeug. Das ist gar nicht so wichtig. Aber es ist auf jeden Fall schön, dass es angeboten wird, denn du kannst hier die die Zeit ein bisschen hochstellen. Wir sind jetzt im 2,4 GHz Bereich und im 5 GHz Bereich kannst du das auch noch machen. Du kannst sogar WLAN-Clients isolieren, also dass die von der Sache nicht miteinander kommunizieren können. Ja, brauchen wir eigentlich nicht. Aber es ist auch nicht schlecht. Naja, wir hüpfen mal zum OneMesh. Das OneMesh haben wir vorhin schon gesehen gehabt. Ist in dem Fall auch nicht groß anders. Und das Gastnetz haben wir ja vorhin auch schon gehabt. Mit dem Anklicken. Wenn es blau ist, ist es on. Ist es schwarz, ist es aus. Ja, also das ist jetzt, haben wir schon kurz vorhin durchgenommen. Nett, eine Firewall. Die Freigaben und die Sperren letzten Endes. Welche Dienste, also zum Beispiel FTP oder ALG und solche Sachen oder PPPT. Genau, das ist eigentlich nur die Firewall, die Zugriffe von außerhalb aus dem Internet blockiert. Kindersicherung, ist das Bild umfangreicher? Nö, das ist das gleiche Menü von vor und das haben wir jetzt auch alles schon gehabt. Genau. Eine Regelliste. Naja. Du kannst hier eine ganz einfache Sache machen. Du kannst also sagen, dass bestimmte Dienste, keine Ahnung, Fernsehen zum Beispiel hat zum Beispiel eine hohe Priorität und andere Sachen haben eben die niedrige Priorität. Wenn du sagst, das eine ist eben sehr, sehr wichtig und andere Sachen sind eben unwichtig, kannst du hier eben die dementsprechenden Geräte hinzufügen. Mit dem Gerätename unter MAC-Adresse. Und da weiß er genau im Netzwerk über die MAC-Adresse. Die MAC-Adresse ist bei jedem Gerät weltweit einmalig. Und über diesen Weg kannst du genau sagen, okay, das Gerät darf nur das und das machen und das andere Gerät darf weniger machen. Bedenke immer, wie viel du überhaupt Upload und Download hast von der Geschwindigkeit her. Das erfährst du hier oben über den Status. Wenn du auf den Status wieder zurückgehst, hast du hier nochmal die Gesamtgeschwindigkeit. Wenn ich jetzt mal einfach mal einen Speedtest mache, ja, gehe jetzt mal hier drauf als Beispiel und würde jetzt einfach mal gucken. Ja, wir gehen mal auf Google kurz. Und machen dort mal einen Speedtest und gucken mal, wie viel überhaupt jetzt da hinten rauskommt an Geschwindigkeit. Ich vermute mal, das ist relativ wenig. Ach, guck, hier 10 Mbit ungefähr, hat er momentan im Download. Der ist natürlich draußen erheblich schneller. Der macht hier ohne Probleme ungefähr 50 Mbit im Download. Das ist in der Regel gar kein Problem. Aber hier ist er wirklich relativ lahm. Und auch im Upload, boah, Alter, 4 Mbit. Das ist so und das O2-Netz ist wirklich nicht das schnellste. Aber es funktioniert relativ gut und es ist preiswert.
Nun gucken wir noch mal. Wir haben hier noch mal, was haben wir hier noch mal? Datenbank, Upgrade, das wollen wir alles gar nicht haben. Das ist von der Sache eigentlich bloß, welche Geräte haben welche Wichtigkeit. Ne? Hier haben wir den zweiten Teil der Firewall. Hier oben waren ja die Zugriffsrechte von außen gewesen. Und das ist jetzt noch einmal die komplette Firewall. Zum Absichern Dienstfilterung kannst du machen. Du kannst auch hier nochmal über die Kindersicherung dementsprechend verschiedene Sachen machen. Haben wir hier oben schon gehabt. Aber hier kannst du in der Firewall nochmal freigeben oder blockieren. Und kannst auch sagen, okay, das und das Gerät hat zum Beispiel die feste IP-Adresse. Zum Beispiel hast du einen WLAN-Drucker als Beispiel dran. Und der WLAN-Drucker hat zum Beispiel eine flexible Adresse. Jetzt ändert sich die Adresse und ein Drucker funktioniert nicht mehr. Zum Beispiel ein Drucker sollte immer eine feste IP-Adresse haben, wie zum Beispiel auch eine Kamera oder irgendwelche anderen Geräte, die wirklich auf einen Zugriff angewiesen sind hinten raus. Das alles ist im Bereich IPv4. Wir wollen aber auch den IPv6-Bereich, also die IPv6-Adresse ist ja viel, viel länger. Da können mehrere Milliarden Geräte abgedeckt werden damit. Und man darf auch nicht vergessen, jeder Heizungsthermostat, jedes Thermometer, alles, was irgendwo ans Netz angebunden ist, hat eine IP-Adresse. Und da reichen einfach die 4er-Adressen überhaupt nicht aus. VPN, eine ganz coole Geschichte, dass man VPN-Server machen kann. VPN bedeutet also eine Tunnelverbindung. Ich kann also von Standort A, zum Beispiel von Timbuktu nach Wanne-Eickel als Beispiel, eine direkte Tunnelverbindung aufbauen, was ich das will. Und kann eben den entfernten Rechner genau wie mein lokales, heimisches Netzwerk verwenden. Das ist echt eine coole Geschichte. Es geht natürlich etwas langsamer, weil das Internet natürlich nicht so schnell wie das lokale Netzwerk ist. Aber das geht trotzdem sehr, sehr gut, die ganze Geschichte. Und du kannst dann eben den Punkt A und den Punkt B miteinander verbinden. Und das ist natürlich wirklich eine coole Sache. Und hier haben wir das gleiche wieder. Wenn es blau ist, ist es aktiv. Und wenn es schwarz ist, ist es deaktiviert. Das sind noch ein paar Sachen, die du konfigurieren kannst. Und ich denke auch, dass das über die TP-Link Cloud sehr, sehr gut zu verwalten ist. Und wenn du dich auf beiden Geräten mit der TP-Link Cloud anmelden tust, liest du in der Regel auch automatisch die beiden Seiten aus. VPN in Wanne-Eickel und VPN in Timbuktu als Beispiel. Und damit kannst du dann auch richtig schön diese Geräte verbinden über die Cloud und die finden dann automatisch zueinander. Jetzt schauen wir noch mal kurz in die Systemtools rein. Das sind ja so Standardsachen wie Uhrzeitserver. Da kannst du hier zum Beispiel aus dem Internet deine Uhrzeit abrufen. Kannst steuern, sollen die LEDs, die auf dem Gerät oben drauf angezeigt werden, sollen die leuchten, sollen sie nicht leuchten, sollen sie in der Nacht leuchten oder nur am Tag. Also die haben sich echt Gedanken darüber gemacht. Hinten raus, jetzt können wir auch mal kurz mal auf Start drücken und gucken mal, SIM-Karte testen, bestanden. Was haben wir denn noch so Schönes? Und damit ist die Diagnose auch abgeschlossen. Wir können ja auch die Firmware aktualisieren, aber in der Regel ist es so, dass die Firmware automatisch aktualisiert wird. Die Firmware ist die Software, das Programm, die auf dem Router drauf läuft und natürlich immer mal aktualisiert wird, gerade wenn irgendwelche Sicherheitslücken auftreten. Dann ist das natürlich eine mega coole Sache, dass es immer aktualisiert wird und in dem Fall auch automatisch aktualisiert wird. Es wird regelmäßig automatisch abgeglichen. Konfiguration, du kannst zum Beispiel deine Konfiguration vom Router speichern, sichern auf dem PC und auch jederzeit wieder herstellen. Kannst du zum Neustart motivieren oder kannst auch einstellen, wann er neu starten soll, zum Beispiel jeden Tag um die Uhrzeit X zum Beispiel. Coole Sache. Bin ich echt überrascht, dass die so weit ausgeholt haben von der Software. Verwaltung, Benutzerkonten, lokale Sachen. Ja, da kannst du eben bestimmte Ports noch freigeben, aber das ist alles nicht so. Haben noch eine Verwaltung. Dann hier nochmal die CWMP-Einstellungen. Gucke mal durch, aber das brauchst du in der Regel eigentlich nicht. Und die SMMP-Einstellungen auch nicht unbedingt. Jetzt haben wir hier noch einen Traffic-Monitor. Den kannst du auch einschalten, wenn du das möchtest. Es ist eben informativ, ne, wie viel du eben Datentransfer über die Zeit hast. Und du hast eben eine wunderbare Statistik, die ich hier minütlich aufbaue. Du kannst dir oben einstellen, ob du das minütlich haben willst, täglich oder stündlich. Aber minütlich ist schon ganz interessant, um zu wissen, was hier alles so ein bisschen passiert.
kannst die oben auch dementsprechend suchen, nach welchen Sachen, was du alles sowieso brauchst, oder gehst hier oben einfach in die Schnellinstallation rein. Der Router läuft mittlerweile wunderbar. Hast gesehen, klar, die O2-Verbindung jetzt hier mitten im Raum, im Erdgeschoss, ist nicht gerade das Beste, aber trotzdem eine coole Geschichte. Ein sehr, sehr schönes Gerät. Ich lege dir den Link mal unten rein in die Beschreibung. Und genau, in dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte dir helfen mit diesem Video, was jetzt doch etwas umfangreicher geworden ist. Wenn das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, ein Abo gerne und läutet die Glocke, dass du keinerlei neue Videos verpasst. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video.